So, da sind wir also wieder zurück, meine Freunde. Und jetzt haben wir es hier mit einem Vollstrecker direkt vor unserer Nase zu tun. Get away, or I'll scream! Go away or I scream. Oh, das ist ja so putzig. Hack ihn doch zu Brei! Hack auf ihn ein! Hau drauf! Ja! Die können dich nicht verraten haben, du Vollpfosten. Das sind keine Hüter. So, ich habe was Schönes für dich. So. Oh my god, he's dead. Okay, eine Wache. Ein Hammerit. I have let myself jump at not. Ich dachte schon, die Wache wäre am Boden festgewachsen. Gut, dann lasst uns nach Stone Market Plaza gehen. Und wie immer, wenn ich mit OBS Studio aufnehme, seht ihr den Ladebildschirm nicht. So. Mal ganz kurz grob geguckt, wie sind wir ausgestattet. Wir haben 13 Breitkopfpfeile, 21 Wasserpfeile, 5 Lärmpfeile, 4 Moospfeile und 4 Feuerpfeile, 7 Heiltränke, 5 Weihwasser, 5 Öl, eine Mine und 14 Blitzbomben. Das sollte hoffentlich reichen, um halbwegs heil durch die Bibliothek der Hüter durchzukommen. Kusch, kusch. Should not have built them so high. They gets tired after a while, I guess. Gotta lay themselves on down. Achoo! So, der mich jetzt hier am meisten stört, ist die Wache. Ich korrigiere die Wachen. Is it too much to ask they keep these buildings from falling down on us? Ain't done nothing to deserve that. Let's get out of here! Okay. Ja, renn ins Feuer, du dämliche Kuh. Extremely painful! Lost them? Gotta keep Wirst du dich wohl verkrümeln? Okay, der läuft gegen mich und sieht mich nicht. Ich liebe diese Schwierigkeitseinstellung. Tschüss. All right, I heard that. Just come on out. What's the point in hiding? You know I heard ya. Ja. Vorausgesetzt, ich hätte den Krach gemacht. Wüsste ich, dass du mich gehört hast, aber du hast mich noch nicht Ran gefunden. for it, I guess. Knew I heard him. Außerdem weiß ich auch, dass du nach 3 Sekunden Suche wieder aufgibst. Und jetzt verkrümel dich. Es liegt nicht in meinem Interesse, mich mit euch hier anzugehen. Hey, see? What do we do? Was that supposed to hurt? Hau ab. Not again! Keep away! Are we fighting or dancing? I suppose you think that was fun. Alter Schwede. Somebody come help me.
Das war jetzt irgendwie anders geplant, aber okay. Von Überraschungsmomenten lebt das Spiel. Da kann man ein Beat drunter legen. Wird ein super Rap draus. Not here. Probably off having an ale by now. Mit Sicherheit. Reckon. Vor allen Dingen ein Ale. Und dann die Übersetzung mit Bier. Stop by late. Oh! Schlaf. Da muss ich nämlich durch. Ich habe keine Lust, ab vor Strecker vorbeizulaufen. Natürlich ist hier ein Vollstrecker. Es sind sogar zwei. Ihr wollt mich doch wohl verarschen. Ja, geht beide hin, geht beide hin. Kommt schon, kommt schon. Was zum Geier war das denn? Ist da jemand in die Flammen gerannt? Hallo? Okay. So. Natürlich kann ich den Haupteingang hier nicht benutzen. Aber es gibt dort oben einen schönen zusätzlichen Eingang. Einmal reinziehen bitte, danke. Na dann wollen wir mal. Ich speichere zwischendurch jetzt einfach mal. Denn von jetzt an gilt die Devise. Bis zum Büro von Orland dürfen wir uns nicht entdecken lassen. Should not let myself be so easily distracted. Sorry, wenn ich jetzt so oft speichere. Aber ich möchte natürlich keinen Schritt zu viel oder zu wenig machen. So, warten wir, bis er das nächste Mal an uns vorbeizieht, dann schleichen wir uns zum Aufzug. Something going on in the scribarium that they're keeping to themselves. But what and why?
diese merkwürdigen Hintergrundstimmen? Waren die beim letzten Mal auch schon da? Okay, die dreht da fröhlich ihre Runden. Unbewacht. Also ein Glücksfall. Ob meine Freunde ihn dort weggelockt haben, den Wachmann? Okay, was haben wir hier Schönes? Kann ich das irgendwie aufnehmen? Nö. Eure Bedenken, Garrett in unserer Mitte zu dulden, sind begründet. Auch mein Herz ist voller Sorge. Könnte er der Bruder und Verräter sein? Wenn die Glyphe ihre Geheimnisse doch nur schneller preisgeben würden. Wenn die Glyphen, Entschuldigung, ihre Geheimnisse doch nur schneller preisgeben würden. Beobachtet ihn mit Argwohn. Ein Dieb könnte unserem Orden aufs Schwerste schaden. Wir müssen unser wertvolles Wissen behüten. C. Jetzt könnte man mutmaßen, dies hätte Kadoka geschrieben. Doch so weit lehne ich mich nicht aus dem Fenster. Es könnte auch jemand für Kadoka geschrieben haben. Also anstelle von Kadoka. So. Außer dem Zugang dorthin kann ich ansonsten nicht viel machen. Na gut, auf in die Bibliothek. Orland's tunnel was right where I was told it would be. I haven't been in the Keeper compound since my trial. It's a sprawling complex right in the heart of the city, hidden by glyphs. Orland has the compound on alert, so they'll be armed and ready for intruders. Me, that is. So much for working together. I know I didn't kill Katika, but someone did, and my money's on Orland. He fixed the trial and sent the assassins after me, and the fallen clock tower points right to his office. Brethren and betrayer suddenly makes sense. But suspicions aren't enough, so tonight I'll do some snooping. And if a little Keeper wealth ends up in my pockets, all the better. Orland's place is on the top floor. No surprise, he's always liked looking down on people. Artemis has a room near the dormitories. I should search there, too. And I'd better check the scene of Katika's murder. One last thing. The Keeper Council meets tonight. If I can stay awake, I might learn something. Orlands Tunnel befand sich exakt an besagter Stelle. Seit meinem Prozess war ich nicht mehr im Kloster der Hüter, einem langgezogenen Gebäudekomplex im Herzen der Stadt. Für Außenstehende ist die Anlage dank einiger Glyphen nicht zu sehen. Orland hat seine Brüder in Alarmbereitschaft versetzt. Sie sind also bewaffnet und warten. Auf mich. So viel zum Thema Zusammenarbeit. Ich weiß, dass ich Kadoka nicht getötet habe. Aber wer war es dann? Vermutlich Orland selbst. Er hat mich verurteilt und mir die Vollstrecke auf den Hals gehetzt. Und der eingestürzte Glockenturm zeigt genau auf sein Büro. Plötzlich ergibt Bruder und Verräter einen Sinn. Aber Verdächtigungen reichen nicht. Ich werde mich also heute Nacht ein bisschen bei meinen Brüdern umsehen. Und wenn ich dabei ein paar Hüter um ihr Erspartes bringen kann, umso besser. Orland wohnt im obersten Stock. Kein Wunder. Schließlich hat er schon immer gern auf seine Mitmenschen herabgesehen. Artemis' Zimmer ist in der Nähe der Schlafstuben. Dort sollte ich auch suchen. Und natürlich am Ort von Kadikas Ermordung. Ach ja. Heute Nacht tritt der Rat der Hüter zusammen. Vielleicht erfahre ich dort etwas.
Bloodshed in the compound. It has been centuries, has it not? 278 years, Keeper Vorig. I read my histories. Though, of course, there have been the unexplained disappearances. The Council must respond to this, quickly and decisively. Come, let us take our places. And when the vote comes, I trust you will step forward with me to be counted. We will need every vote in favor we can muster. Attendance in the Council is lacking. Wonder what they have left to decide. Maybe I can persuade a few keepers to vote my way. Ja, vielleicht. Der Beginn des dritten Zeitalters wird gleichsam der Anfang vom Ende und der Beginn der ungeschriebenen Zeit sein. Die Ordnung der Glyphen wird gestört werden von uralten, verderbten Mächten und die Worte der Glyphen werden verkehrt werden. So, dreimal dürft ihr raten, wie wir die Leute dazu bringen, für uns zu stimmen. Genau. Wir hauen sie K.O., damit sie nicht vortreten können. That wasn't a no. Some noise. Du hast dich getäuscht. Fellow keepers, many of us are Did going I? elsewhere, Ugh. but for those that remain, I now bring this council to order. The question we consider first is whether access to Catechus' chambers shall be prescribed. Shall we remove a guard from the Grand Hall and set him to guard the scene of Interpreter Catechus' murder? A guard will hardly stop Garrett, and will only cause trouble for our own work. The violence in the city is growing. We need not add to it by arming our own against each other. Well spoken, all. Weigh all that you have heard, and all that you know in consideration. Remember, a majority vote is needed to take action. If your vote is to be yes, you must step forward and be counted. If your vote is to be no, remain unseen in your alcove. And the question before us is, do you wish to have Catechus' chambers guarded? Keepers, make your decisions known now. Die zwei reichen, The die decision of the Council is no. The guard shall remain at his post in the Grand Hall. The second issue at hand concerns some books in the Elder Libraries which may shed light on the unwritten times. A proposal has been made to bring these precious volumes upstairs to the Hall of Scribes for further study, and where, under many watchful eyes, we might ensure the safety of these valuable chronicles. It is no secret that there have been disappearances. So, shall these books be moved to the Hall of Scribes? The only reasonable vote is for the safety of these precious books. They must be moved. The books are fragile and will not stand the move or harsh treatment. They've been safe up until now. They should remain where they are. Thank you for all your words. Weigh all that you have heard and all that you know in consideration. And the question before us is, should the books in the Elder's Library be brought to the more populated scribe room for study? The decision of the Council is no. The volumes in question shall remain in the Elder's Library and for study at some later time. If there is no further business, we shall adjourn. Okay. Gut, jetzt kann ich mich hier mal ein bisschen umgucken. Was nehmen wir mit? Die blaue Flamme lodert, tödliche Schatten ziehen sich zusammen und der Bogen des Pendels wird größer und größer. Durch unsere Bemühungen haben wir nicht das Gleichgewicht gewahrt, sondern die Welt ins Chaos gestürzt. Dies ist der Beginn der ungeschriebenen Zeiten. Das erste Zeichen war die Rückkehr des Schwindlers. Das Auge wurde geöffnet und die Stadt drohte, dem Wahnsinn zu verfallen. Die Zivilisation wich der Barbarei und während der wahre Hüter
die Dunkelheit besiegte und den Schwindler mit seinen eigenen Waffen schlug, verlagerte sich das Gleichgewicht aufs Neue und die Welt erblickte das zweite Zeichen, gegossen in Stahl. Eisen triumphierte nun über Fleisch und Blatt, als die Hammeriten einem wahnsinnigen Propheten die Treue schworen. Die Maschine zerbrach an ihrer eigenen Macht und der Prophet verstummte, doch das Pendel schwingt weiter. Beide Seiten, Natur und Technik, werden dereinst wieder in die Schlacht ziehen, während sich die Welt unaufhaltsam weiterdreht. Doch dann wird die Dunkelheit kommen, auf dass die Zukunft für alle Zeit ungeschrieben bleibe. Okay. Ich finde diese ganzen Bezüge zum ersten und zweiten Teil von Thief sehr nett. Da kann der dritte Teil im Großen und Ganzen noch so anders wirken. Durch diese Bezüge sieht man, er gehört mit zu dieser Reihe. Ich will den Pfeil da oben haben. So, jetzt sind wir wieder am Ausgangspunkt. Was haben wir hier? Bis auf Weiteres bleiben alle Glyphentüren versiegelt. Solange der Bruder und Verräter nicht gefunden ist, können wir die uneingeschränkte Reise durch das Gebäude nicht zulassen. Akolyten sind angehalten, paarweise zu reisen und die Augen offen zu halten. Erster Hüter, Orland. Okay, der Typ leidet unter Paranoia. Okay, das ist ein einfaches Schloss. Okay. Ah, alles klar. Und wahrscheinlich ist die Tür, die da drüben ist, lediglich das Gegenstück dazu. Gut. Auch wenn ich 21 Wasserpfeile habe, ich sollte zumindest versuchen, sparsam damit umzugehen. Schlaf. Hey. Was that a noise? Nein, Quatsch. Geräusche will ich hier nie machen. I must find my concentration. Ganz ruhig, Kumpel. There is no sound that I can perceive. So, wir schalten auf dritte Person. Okay. Wenn er sich nicht groß bewegt, kann ich mich von hinten anschleichen. Ich bring dich mal an ein schattigeres Plätzchen, nicht, dass du dir noch einen Sonnenbrand holst. Moment. Diese große Halle ist doch dunkel genug. Da sieht dich bestimmt keiner. Hatte ich gerade irgendwas gesagt von wegen Wasserfallsturm? Schreibstube. Was schreiben die denn hier so? Glyphenhüter Rühan oder Ruckan. Ne, Rühan. Okay.
Sind euch Berichte über weitere ungewöhnliche Verhaltensweisen der Glyphen in der Schreibstube zu Ohren gekommen? Ich möchte eine vollständige Liste der Schreiber und Glyphen, die sich als schwierig erwiesen haben. Sollte sich etwas Neues ergeben, wünsche ich umgehend informiert zu werden. Erster Hüter Orland. Schatten ist eine sehr feine Sache. Okay, auf der Seite ist niemand. Wo kommen wir da hin? Die Schlafstuben. Hello. Greetings to you. Hi. Is Artemis in his room? He asked if he might borrow the letters of the Diocese, but I missed him at the evening meal. No, Artemis left nearly Who before turned the light dawn, off? with no word of his return Jetzt ist da plans. draußen jemand. No word. Orland might find that curious. You've heard the rumors of the Rogue Keepers, a splinter group, or even groups. Orland would only find it curious if someone were to tell him. And don't you think that there have been more than enough accused already? Yes, well, if you do see Artemis, tell him that I cannot find the letters. Another must have borrowed them, though I gave no permission. I will tell him, if I see him. Mach's gut. Just a random noise. Nicht mal verabschieden darf man sich mehr, ohne dass sie sich wundern. So, Preisfrage. Steht sie jetzt mit dem Rücken zu uns? Ja. Noch zumindest. Oh, Schlaf. Hüter Imori. Ich habe heute Abend im Speisesaal einen Novizen beobachtet, der in den Befford-Chroniken las. Derartige Travestien des geschriebenen Wortes erfreuen sich in Adelskreisen sicherlich großer Beliebtheit, sind hier jedoch völlig fehl am Platze. Der weltliche Wert dieses Buches ist für den Scholaren ohne Belang. Bitte sorgt dafür, dass dieses Buch aus dem Speisesaal entfernt und zerstört wird. Habe ich keine anderen Probleme? Wenn jetzt hier jemand das Buch lesen würde, Kochrezepte und Gebräuche der Heiden, dann würde ich das vielleicht verstehen, aber... This looks like Artemis's room. Maybe I can find out where he went. Möglicherweise. Tagebuch von Hüter Artemis. Irgendetwas stimmt in der Tat nicht mit Garrett. Und doch bin ich nicht von seiner Schuld überzeugt. Die Prophezeiungen lügen nicht. Der Glockenturm verkündet eine dunkle Zukunft. Der erste Hüter Orland handelt überstürzt. Das Gleichgewicht ist nicht länger in ihm. Und ich fürchte um die Zukunft meines Ordens. Ich könnte mit meinem Ring die Gänge, die zu seinen Gemächern führen, öffnen. Doch was, wenn ich nichts finde, um mein Eindringen zu rechtfertigen? Ich kann nur hoffen, dass ich auf meinen nächtlichen Ausflügen etwas finde, bevor ich selbst entdeckt werde. Hüter Morrow hat dem Orden eine goldene Waage geschenkt. Sie zeigt einmal mehr, was aus uns geworden ist. Wenn nun schon billiger Tand allein nach dessen Wert beurteilt wird. Sie haben die Waage in die Bibliothek der Ältesten gebracht. Vielleicht irre ich mich ja und sie wird uns inspirieren. Endlich habe ich etwas über den Schlafenden in Erfahrung gebracht.
Allerdings werden meine Nachforschungen einige Tage in Anspruch nehmen. Überdies muss ich den Orden unentschuldigt verlassen. Bin ich der Nächste, den Sie des Verrats bezichtigen? Es spielt keine Rolle. Ich nehme nicht einmal meine Roben und meinen Ring mit. Da ich fürchte, dass unsere Geheimnisse im Falle meines Todes ans Licht kommen könnten.